So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Heute steht ein kleiner Samstagausflug an mit dem Gravelbike, auch wenn ich hauptsächlich auf asphaltierten, festen Untergründen fahre. Es geht von Hochheim über Mainz nach Rheinhessen in die Weinberge, Horweiler, Gau-Algesheim, ein paar Aussichten und ich werde, wenn es möglich ist, aufgrund des Windes mal die Drohne testen. Als kleine Vorbereitung für das Radabenteuer im Sommer mit Björn in die Schweiz. Darüber werde ich sicherlich auch ein Video machen. Ja, es gibt einiges Neues hier am Gravelbike. Dazu komme ich dann aber später. So, hier fahre ich jetzt also nach Mainz zunächst einmal und muss nahezu durch die gesamte Großstadt anschließend fahren. Ja, wir sind jetzt in Mainz-Kostheim. Das ist einer der sogenannten AKK-Stadtteile von Wiesbaden. Warum Mainz? Warum Wiesbaden? Es ist nicht möglich, dass eine Stadt über 2 Bundesländer geht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in verschiedene Besatzungszonen geteilt. Im Westen unter anderem in die französische, die britische und die amerikanische Besatzungszone. Der Rhein war hierbei die Grenze zwischen der amerikanischen und der französischen, weswegen die Stadtteile rechts des Rheins, die vorher zu Mainz gehörten, nicht mehr zu Rheinland-Pfalz fallen konnten und eben von Hessen bzw. der Stadt Wiesbaden verwaltet wurden. Aus dieser temporären Situation ist eine dauerhafte geworden und so gehören die Stadtteile Amöneburg, Kastel und Kostheim, die ehemals zu Mainz gehörten, jetzt zu Wiesbaden. Das führt allerdings zu einigen Kuriositäten, auch weiterhin Streitigkeiten. Es gibt ein sehr interessantes Video bei YouTube von Matthias Schwarzer, was ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringt. Das empfehle ich gerne jedem weiter, der sich weiter informieren möchte. So, ich stehe hier an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Mainz, die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Mit 222.000 Einwohnern gehört Mainz zu einer der ältesten deutschen Städte. Bereits in der Römerzeit war dieses Gebiet besiedelt. Heute ist Mainz eine wichtige Wissenschaftsstadt mit einer großen Universität und Standorte vieler Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus auch Heimatstadt des Erfinders des Buchdruckes, Johannes Gutenberg. So, hallo, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt umgezogen und die Windjacke angezogen, statt meiner etwas dicken Regenjacke, weil doch die Sonne ein bisschen rauskommt. Also man sieht, dass das Wetter doch relativ schön geworden ist. Es ist eigentlich Regen angesagt, aber erst für heute Abend. Leider ist es windiger, als ich dachte, sodass ich noch nicht weiß, ob ich die Drohne steigen lassen kann. Aber noch sind wir nicht am Ziel. Ja, ich habe eben gesagt, es gibt etwas Neues an meinem Gravelbike. Wenn man da näher mal an die Kassette heranschaut, an den Antrieb meine ich, sieht man, also ich habe es schon verraten, die größere Kassette. Ich habe also eine Shimano SLX 11-40 Kassette montiert, da ich im Sommer ja in der Schweiz mit reichlich Gepäck einige größere Alpenpässe überqueren muss. Und meine Sorge war, dass ich es zwar schaffe, aber eben dann oben wirklich total platt ankomme. Um mir das Ganze zu erleichtern, ich schäme mich jetzt nicht dafür, weil ich bin ja auch schon über 50 sozusagen, habe ich überlegt, es mit einer besseren Übersetzung zu versuchen und habe mir daher diese SLX-Kassette gekauft, nachdem
ich in einigen YouTube-Videos gesehen habe, dass einige es schon versucht haben und gesagt haben, dass selbst wenn Shimano das nicht offiziell freigibt, nämlich nur beim Zweifachantrieb nur eine 11 bis 34 Kassette hinten, es trotzdem einwandfrei funktioniert. Ich musste dafür nicht mal meine Kette verlängern. Habe es auch hinbekommen. Ich bin jetzt gerade nicht auf den größten Ritzel, das kann ich dann aber nochmal zeigen. Später, dass der Abstand ausreichend ist von dem oberen Schaltröllchen. Also so etwa 5-6 mm sind noch Platz dazwischen. Außerdem fahre ich mit gewachster Kette. Es sind jetzt etwa meine ersten 150 Kilometer hinter mir mit einer heiß gewachsenen Kette mit Silca Secret Hotwax. Ich will keine Werbung jetzt dafür machen, aber bis jetzt funktioniert das ganz gut. Ja, beim Rennrad habe ich das als erstes versucht. Dort hielt die Kette jetzt mit zweifach Flüssigwachs nachgeben etwa 650 Kilometer. Ich musste sie also jetzt ein zweites Mal heiß wachsen. Ich notiere das auch sehr detailliert im Handy, weil ich einfach wissen möchte, wie die Erfahrungen sind. Und gerade im Hinblick auf die Bikepacking-Tour muss das ein Heißwachsbad aushalten. Das heißt, ich werde dann für die Reise eine kleine Flasche Flüssigwachs mitnehmen, um zwischendurch mal wachsen zu können. Ja, kurz etwas zu der Drohne, die ich besorgt habe. Wir werden sie vielleicht noch später im Bild sehen. Es handelt sich dabei um eine DJI Flip. Ja, eigentlich eine typische Content Creator Drohne. Aber mich hat halt diese Drohne im Vergleich zur DJI Neo, die natürlich nochmal kompakter ist, gereizt, dass diese Drohne sowohl die verschiedenen Flugprogramme mit KI-Funktionen hat und man die quasi auf Knopfdruck fliegen kann, ohne die Fernsteuerung oder das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Auf der anderen Seite aber eben auch die enorm gute Qualität der Mini Pro 4 dabei ist, inklusive HDR-Aufnahmen. Und ja, das war also das Entscheidungskriterium. Außerdem habe ich die größere Fernsteuerung, die mit dem eingebauten Display, die DJI RC2, weil ich eigentlich gerne manuell fliegen möchte. Und beim manuellen Fliegen, ja, kommt es natürlich auf die Sicherheit der Steuerung an. Und ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich eine Fernsteuerung in der Hand habe, die ich schnell auspacken kann, einschalten kann. Da ist alles betriebsbereit, als mich jedes Mal neu mit Handy verbinden zu müssen, Handy einzuklemmen. Außerdem belastet das natürlich den Akku des Smartphones weniger. Ja, mal schauen, wie ich da fahre mit dieser Anschaffung. Es war natürlich nicht ganz billig mit der Fernsteuerung, aber gut. Ich hoffe, die Drohne wird mir einige Jahre treuen Dienst da leisten. Nun verlasse ich Mainz in westliche Richtung. Die Landschaft öffnet sich fast unmerklich und doch eindrucksvoll. Die Stadt weicht sanft geschwungenen Hügeln, die sich wie ein grünes Wellenmeer bis zum Horizont ziehen. Weite Felder, durchzogen von kleinen Landstraßen, wechseln sich ab mit Rebzahlen, die sich in präzisen Linien über die Hänge ziehen. Obstbäume, Windräder und gelegentlich auch ein Kirchturm unterbrechen die ruhige Ordnung. Das Licht ist weich, der Himmel oft weit und schon bald spürt man ist mitten in Rheinhessen. Eine stille, offene Landschaft, die nicht laut auf sich aufmerksam macht, aber die viel erzählt, wenn man genau hinsieht.
verletzen, wenn man da reinkreist. Ach so, das ist okay. sehr schlimm. Okay. Fast habe ich mein eigentliches Fahrziel vernachlässigt, denn ich bin in Rheinhessen unterwegs, das Land der 1000 Hügel. Westlich und südlich von Mainz erstreckt sich eingebettet zwischen Rhein, Nahe und Pfalz Deutschlands größtes Weinbaugebiet. Sanfte Weinberge, malerische Dörfer und ein mildes Klima prägen die Region. Hier wachsen Riesling, Silvaner und vor allem Burgundersorten auf fruchtbaren Böden. Von Kalk bis Löss. Rheinhessen steht für Tradition und Aufbruch zugleich. Junge Winzerinnen und Winzer bringen frischen Wind in die Weinkultur mit Charakter, Handwerk und Mut zur Innovation. Eine Landschaft zum Genießen mit allen Sinnen. Die Selz schlängelt sich ruhig durch Schwabenheim, auch wenn man sie kaum sieht. Der Fluss hat das Tal bei Schwabenheim geformt. Ihr Lauf bestimmt das sanfte Relief und das fruchtbare Land ringsrum.
Niederhilbersheim, ein kleines Dorf im Welsbachtal, umgeben von sanften Hügeln, Weinbergen und Obstwiesen. Hier, wo Landwirtschaft und Natur Hand in Hand gehen, liegt das größte zusammenhängende Waldgebiet Rheinhessens. 16 Hektar unter Landschaftsschutz. Die Umgebung ist ein Refugium für seltene Vogelarten wie die Wiesenweihe und den Mornell-Regenpfeifer. Wanderwege führen durch diese stille Kulturlandschaft, die nicht nur Lebensraum, sondern auch ein Ort der Erholung ist. Für Radfahrer ist es ein Paradies. Die Strecke ist wellig, es gibt viele Hügel mit Anstiegen, auch herausfordernde und schnellen Abfahrten danach. Schauen wir jetzt mal kurz die Drohnenkarte an, ob es hier erlaubt wäre. Falls ja, fahre ich hier diesen Hügel hoch. Bis oben auf diese Kuppe und dann links den Weg nehmen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Gut, ich habe gerade die Drohnenkarte gecheckt. Hier ist es erlaubt bei Niederhilbersheim. Und ja, ich versuche es jetzt mal mit dem Verfolgermodus. Wir nehmen jetzt die Rückreise von hier aus, weil ich sonst zeitlich ein bisschen knapp dran bin. Ich muss um kurz nach 17 Uhr da sein. Das hat mich auch ein bisschen dauert, durch Mainz zu fahren, auch diese ganzen Drohnentests. Deswegen fahre ich jetzt hier. Ich glaube, wir sind schon in Gau-Algesheim. Gau-Algesheim, ein Ort mit Wurzeln, die tief reichen. Schon die Römer siedelten hier. Später prägten Franken, Kurfürsten, Kaufleute das Leben. Der Name taucht erstmals im Jahr 1766 auf, in einer Schenkungsurkunde des Klosters Lorsch. Ich fahre vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Die Stadtmauer, das alte Rathaus, kleine Steintafeln an den Häusern. Sie erzählen von Jahrhunderten des Wandels und mittendrin die Menschen, die all das bewahrt und weitergetragen haben.
oft im Schatten der großen Geschichte. Heute lebt Gau-Algesheim zwischen Tradition und Moderne. Der Weinbau bleibt, aber daneben wächst Kultur, Handwerk, Gemeinschaft. Nun bin ich wieder auf dem Weg von Ingelheim nach Mainz und somit nach Hause. Ein kleines Fazit: Diese kleine 75 Kilometer Tour durch Rheinhessen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man hat sehr abwechslungsreiche Landschaften, zum Radfahren ideal, wenn man kleine Anstiege und Abfahrten im Wechsel mag. Insgesamt sehr abwechslungsreich, es gibt viele schöne Dörfer und Landschaften auf dem Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.